is this going to be possible for me to actually do my PhD being a mom? Auf Dauer ist das einfach auch sehr viel auf einmal, wenn man das Kind noch nebenbei hat. I think I've had like a balanced kind of experience, and which is really encouraging as a study mom. Eigentlich habe ich ganz normal studiert, bis auch tatsächlich der Mutterschutz dann losging. Also ich habe ganz normal Vorlesungen besucht, Klausuren geschrieben. Was natürlich nicht ging in den Naturwissenschaften, waren Labore. Aber das hatte ich so getimt, dass ich das schon durch hatte. Und von daher war das für mich relativ einfach. Ich habe mündliche Prüfungen und Klausuren mir dann dahingelegt gehabt. Das passte dann ganz gut. Genau, und die kann man ja auch als Schwangere ganz normal machen, sofern es einem denn gut geht. Ne? Man muss nur ein bisschen kürzer treten normalerweise. Also ich habe ein paar weniger Veranstaltungen einfach gemacht. Einfach weil als Schwangere nebenbei auch noch ein paar andere Termine sind, die man ja wahrnehmen muss. Viele Schwangere studieren eigentlich einfach weiter. Das ist aber natürlich ziemlich abhängig davon, welche Prüfungen anstehen oder ob ein Praktikum ansteht oder vielleicht in den Naturwissenschaften noch ein Labor. Natürlich der allgemeine Gesundheitszustand aber auch die Regelungen, die es in den einzelnen Studiengängen gibt. Um gegebenenfalls Schutzmaßnahmen zu ergreifen, gibt es auch für Studentinnen Gefährdungsbeurteilungen. Auf der Basis wird dann geschaut, was kann man zum Beispiel für Ersatzleistungen dafür machen oder alternative Leistungen oder was auch einfach verschoben werden muss. Eine Alternative ist aber natürlich für ganz viele Schwangere auch oder auch für Studierende mit Kind ein Urlaubssemester. Coming back to school after a very long time, after my master's, there was a very long break. So for me, first, it was finding a way, getting back into the academics. Almost every door I knocked, so far it was open to me and everyone was just ready to help, which makes me not to think of the fact that, being a parent was going to be like a hindrance to my studies. And then, of course, it was from there that I also got in contact with the academic schools and met some persons, enrolled for a program, and they were just fabulous. We offer a program which is also open for the family members, because most of them are with children or husband or wife, so that also this person get contact with other internationals, but also with a German society. Dann hatte ich noch meinen Hiwi-Job nebenbei, das hat auch ganz gut funktioniert. Eigentlich war ich ursprünglich im Labor gewesen, aber als ich dann schwanger war, bin ich direkt hingegangen, habe Bescheid gesagt und dann haben die mir eine Alternative angeboten und dann war ich im Büro tätig und habe ein bisschen da auch noch weiter geholfen. And for me, my supervisor is very understanding, because when we have our sessions, sometimes I bring my baby along and he always tells me, Helen, if you don't have someone to take care, look after the child, your husband has to work, just come along with your child. So I do that often. I hope other supervisors can take from my supervisor as well. Einige Studierende mit Kindern bringen auch manchmal einfach ihre Kinder mit in die Vorlesung oder in das Seminar. Das geht aber natürlich nicht immer, das geht je nach Studiengang nicht, das geht auch in manchen Vorlesungen und Seminaren nicht. Das kann aber in Absprache mit den Dozierenden sehr hilfreich sein, wenn man in Engpässen in der Betreuung zum Beispiel ist. Ich empfehle bei solchen Fragen aber eigentlich auch allgemein den direkten und offenen Austausch mit den Lehrkräften, mit den Dozierenden, mit den PrüferInnen. Wir haben das dann jetzt erstmal so geregelt gehabt, dass meine Schwiegermutter einen Tag in der Woche immer da war und in der Zeit habe ich dann Vorlesungen gemacht und sonst hat Jakob auch immer noch mal 2 Stunden während der Vorlesungen aufgepasst. Dann habe ich in der Zeit ein bisschen Homeoffice gemacht, bin ein bisschen später dann zur Arbeit gegangen, bin mit ihm zusammen zur Mensa gegangen und das ging ganz gut. Was wir auch im Angebot haben, das ist die Mensa Card Kids. Und mit dieser Mensa Card können Sie dann Ihre Eltern begleiten und wenn die Eltern ein eigenes Essen essen, essen die Kinder über ihre eigene Mensa Card kostenfrei selber mit. Was uns auch richtig gut geholfen hat, war der Eltern-Kind-Raum. Da konnten wir zwischendurch immer noch ganz schön reingehen. Eine Wickelmöglichkeit hat man da und auch eine schöne Möglichkeit zum Stillen und auch ein paar Spielsachen. Da konnte man immer noch mal zwischendurch ein bisschen Pause machen und mal ein bisschen runterkommen, dass der Kleine auch noch mal ein bisschen Zeit hatte. Wir haben da dann halt immer den Wechsel gemacht, dass mein Mann dann halt den Kleinen genommen hat und dann war das ganz schön für uns. An der LUH gibt es ganz viele Eltern-Kind-Räume, Eltern-Kind-Büros, Lernräume für Studierende mit Kindern. Die findet ihr alle auf unserer Webseite und da kommen eigentlich auch immer regelmäßig wieder welche dazu.
Die Kita-Platzsuche war für uns tatsächlich relativ einfach Genau, dann haben wir uns im Endeffekt auf der Seite vom Studentenwerk umgeguckt. Da gibt es eine lange Liste. und haben uns dann bei 2 beworben und haben dann direkt auch den Platz bekommen. Also das war eine sehr, sehr nette Erfahrung. Also lief deutlich besser, als wir es erwartet haben. Wir selber bieten keine Kinderbetreuung an. Das sind alles Elterninitiativen und die sind auf unserer Homepage zu finden im Bereich Kinderbetreuung unter dem Stichwort Elterninitiativen in Hochschulnähe. It's important for me to be like maybe an encouragement to another young girl who feels like, oh, I have a child, maybe it's going to disrupt my studies. Of course, it's not easy at all, but it is possible. And with the right persons around you, always going out to ask questions, knocking at the door, finding out information, trying to know what's happening. I think that's what has really helped me and is still helping me.